So today's text is a little different than what we usually do. Dieser Text heute ist nicht das, was wir üblicherweise machen. We are basing ourselves on a poem by Peter Handke. Heute geht es um ein Gedicht von Peter Handke. Usually we always base ourselves on an Eastern text. Üblicherweise ist die Basis ein östlicher Text. Maybe a Zen koan. Ein Zen-Koan. Or Indian slokas. Oder von indischen Slokas. But today it's a poem by a German. Actually, he was born in Austria. Und heute geht es um ein Gedicht von Peter Handke, der in Österreich geboren wurde. Yeah. And just to give you an example, that there are also plenty of Western artists who have the same deep understanding of what we are talking about. Das ist ein Beispiel dafür, dass es auch viele westliche Künstler gibt, die auch von dem sprechen, also von denselben Themen. So I'm going to have it from YouTube. You're going to hear the recitation of this poem. It's called Song of Childhood. Und das gibt es auf YouTube und wir werden uns das jetzt anhören und das Lied heißt Lied vom Kindsein. Yeah, and it's only in German, but don't worry for those who cannot understand, because after that we will go little by little in both languages. Und wir hören das jetzt nur auf Deutsch, aber keine Sorge, wir werden dann auch in Englisch durchgehen durch die verschiedenen Verse. Okay. Als das Kind Kind war, ging es mit hängenden Armen, wollte der Bach sei ein Fluss, der Fluss sei ein Strom und diese Pfütze das Meer. Als das Kind Kind war, wusste es nicht, dass es Kind war. Alles war ihm beseelt und alle Seelen waren eins. Als das Kind Kind war, hatte es von nichts eine Meinung, hatte keine Gewohnheit, saß auf dem Schneidersitz, lief aus dem Stand, hatte einen Wirbel im Haar und machte kein Gesicht beim Fotografieren. Als das Kind Kind war das die Zeit der folgenden Fragen. Warum bin ich und warum nicht du? Warum bin ich hier und warum nicht dort? Wann begann die Zeit und wo endet der Raum? Ist das Leben unter der Sonne nicht bloß ein Traum? Ist, was ich sehe und höre und rieche, nicht bloß der Schein einer Welt vor der Welt? Gibt es tatsächlich das Böse und Leute, die wirklich die Bösen sind? Wie kann es sein, dass ich der Ich bin, bevor ich wurde, nicht wahr? Und dass einmal ich, der ich bin, nicht mehr der ich bin, sein werde? So the first two lines will already take us a little while. When the child was a child, it walked with its arms swinging. Schon des ersten werden wir uns ein bisschen länger widmen. Als das Kind Kind war, ging es mit hängenden Armen, schwingenden Armen. So when we as adults take ourselves to be this body-mind, wenn wir als Erwachsene uns für diesen Körper und Körper-Geist betrachten, when we live in dualism, we think we are separate from the world. Wenn wir im Dualismus leben und uns getrennt fühlen von der Welt, then we take ourselves as a somebody, as an ego. Dann sehen wir uns als jemand, als Ego. Then when we walk, we no longer do so with arms swinging like this. Wenn wir gehen, tun wir das nicht mehr mit schwingenden Armen. So see for yourself how when growing up we usually lose our playfulness. Sieh, wie wir beim Erwachsenwerden normalerweise unsere Verspieltheit verlieren. 1 minute. 1 Minute.
we'll continue and then maybe we can open for questions also. So the next verse is, when the child was a child, the brook appeared as being a river. Der nächste Vers, als das Kind war, erschien der Bach als ein Fluss. The river appeared as being a big stream. Und der Fluss erschien als ein großer Strom. And this puddle there, it was like being the sea. Und diese Pfütze da als Meer. For a child, and the same applies for a sage, all we see, hear, smell, taste, it's seen in shining of our awareness. Und für ein Kind und auch für einen Weisen ist alles, was wir sehen, hören, riechen, schmecken, wird als Leuchten unseres Bewusstseins gesehen. Everything has some magic, some shining aspect. Alles hat einen magischen, leuchtenden Aspekt. A brook would then indeed be seen as a river, and a river as a mighty stream, and a puddle like the vast ocean. Und der Bach, der wird dann als ein Fluss angesehen und der Fluss als ein mächtiger Strom und die Pfütze wie der weite Ozean. Unfortunately, when we take ourselves as adults, we see things through a veil. Leider sehen wir dann als Erwachsene die Dinge durch einen Schleier. Like a web of thoughts. Wie ein Gedankennetz. And then the brook, the river and the puddle are just becoming ordinary. Und dann sind der Bach, der Fluss und die Pfütze etwas Gewöhnliches. One more minute. When the child was a child, it didn't know that it was a child. Als das Kind war, wusste es nicht, dass es ein Kind war. Indeed, awareness is surrounded by all the objects. Das Bewusstsein ist von allen Objekten umgeben. For example, if you look around this room, you are surrounded by so many objects. Zum Beispiel, wenn wir uns hier im Raum umsehen, sind wir umgeben von so vielen Objekten. And they are all visible. Und sie sind alle sichtbar. But awareness itself, which renders those objects visible, awareness itself is not visible. Und das Bewusstsein selbst, in dem all diese Objekte erscheinen, ist selbst nicht sichtbar. And the child, as well as the sage, they recognize this. Und ein Kind und auch ein Weiser erkennen das. That's why it says, when the child was a child, it didn't know that it was a child because it doesn't see itself. Und deswegen heißt es, als das Kind war, wusste es nicht, dass es ein Kind war, weil es hat sich selbst nicht so gesehen. I remember how surprised I was when my mother would for the first time tell me, "You see in this mirror, that is you." Schatz sagte, ich weiß noch, wie ich überrascht war, als die Mutter mir das erste Mal sagte, schau, in diesem Spiegel, das bist du. What? That little thing there? Was? Das ist ein kleines Ding? Also, I remember when you play in the playground at school or somewhere else and you need to count the number of children in a circle. Noch eine Erinnerung in der Schule, im Schulhof, als die Kinder abgezählt wurden im Kreis. How many times does it happen that we forget to count ourselves? Wie oft ist es passiert, dass wir vergessen haben, uns selbst mitzuzählen? I'd like to propose a small meditation inspired by Douglas Harding. Jetzt stellen Jacques eine kleine Meditation vor von Douglas Harding. It may work, it may not work, it doesn't really matter, just participate. The whole idea Es funktioniert vielleicht auch nicht oder doch, aber die ganze Idee geht es darum, is to taste that invisible
awareness yourself. Um einen Geschmack von diesem unsichtbaren Bewusstsein selbst zu haben. Some of you have done this already, so for those I apologize, but it's always refreshing to do it again anyway. Manche haben das schon gemacht und dafür Entschuldigung, aber es ist immer wieder erfrischend. So I would like you to point your finger towards like the outside. Also der Finger bitte nach außen zeigend. And you see all the other people, and most of you see me and Monica, but maybe you guys see each other. Und wir sehen jetzt all die anderen And you see Personen. all the different colors of the clothing. Und auch, wir sehen auch die verschiedenen Farben der Kleidung. So many objects there. So viele Objekte sind da. Now point 45 degrees down. Und jetzt den Finger 45 Grad nach unten. You see the cushion and the carpet maybe. Und das siehst du vielleicht das Kissen und den Teppich. Still objects. Noch immer Objekte. Still colors. Und noch immer Farben. We now point to your belly. Und jetzt den Finger zum Bauch zeigend. And when you look at what your finger is pointing at, you still see your own shirt. Und jetzt siehst du dort, wo der Finger hin zeigt, das ist dein eigenes Kleidung. And many other colors. Und auch viele Farben. Also many shapes. Und auch viele Formen. And then finally you point your fingers in between your two eyes. Und dann gib schlussendlich deinen Finger zwischen deine Augen. Now the idea is not to look at your finger, but to look at what your finger is pointing at, just like before. Und jetzt nicht den Finger selbst anschauen, sondern dorthin, wo der Finger hinzeigt. Does the finger point at any colors now? Zeigt der Finger jetzt zu irgendeiner Farbe? Does your finger point at any shapes? Zeigt der Finger jetzt zu irgendeiner Form? Does your finger point at any objects? Zeigt der Finger jetzt zu irgendeinem Objekt? Or does it feel like white, empty, transparent, invisible space? Oder ist es eher ein weiter, unsichtbarer Raum? Thank you. When the child was a child, he didn't know it was a child. Als das Kind war, wusste es nicht, dass es Kind war. It was just aware space. Es war nur bewusster Raum.